around the world, around the world, around the world, around the world. Hans und Isa, around the world. Ihr wolltet schon immer mal nach Kanada und ein Work and Travel machen? In diesem Video erklären wir euch, wie ihr das Working Holiday Visum ohne Organisation beantragt. Außerdem geben wir euch noch ein paar Tipps und erzählen von unseren eigenen Erfahrungen. Aber warum überhaupt Kanada? Wir haben unsere Freunde gefragt. Was it worth coming to visit here? Definitely. I love it here. Absolutely. Yeah, It's bloody great here. Yeah. I'm so happy here. Yeah, I think it's very, very worth it. Quite nice to meet you guys and everybody like from all around the world. It's beautiful. It's amazing, especially if you come to resorts. There's tons of people. It's amazing. You can see the view is lovely, and it's nice that you can meet a lot of people from different countries. Yeah, it's fun. Canada's awesome. You guys should come. Okay, und wie beantrage ich jetzt das Visum? Wir haben das Visum übrigens aus Neuseeland beantragt, dann schaffst du das auch aus Deutschland. Bevor du mit dem Antrag beginnst, stelle sicher, dass du folgende Voraussetzungen erfüllst. Du musst zwischen 18 und 35 Jahre alt sein. Außerdem brauchst du einen gültigen Reisepass, der für die Dauer des Aufenthalts gültig ist. Dann brauchst du einen Nachweis über 2.500 Kanada-Dollar. Und, ganz wichtig, du brauchst eine Auslandskrankenversicherung. Die meisten Auslandskrankenversicherungen sind für die USA und für Kanada gültig und wir haben einfach online geschaut und den Link zu unserer Krankenversicherung findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist wichtig, dass du kein Vorstrafenregister hast, denn da ist Kanada sehr streng. Außerdem solltest du ein polizeiliches Führungszeugnis rechtzeitig beantragen. Dazu kommt, dass du eine medizinische Untersuchung brauchst, wenn du in bestimmten Berufen arbeiten möchtest oder wenn du planst, länger als 6 Monate in Kanada zu bleiben. Diese Untersuchung musst du bei einem bestimmten Arzt machen. Einen solchen Arzt findet man aber in allen größeren Städten. Wir haben einfach gegoogelt, wo man solche findet. Als letztes brauchst du noch eine Kreditkarte, denn um das Visum online zu bezahlen, braucht man diese. Außerdem ist es immer gut, wenn man beim Reisen eine Kreditkarte dabei hat. Als erstes füllst du den Come to Canada Fragebogen aus. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Hier wird geprüft, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Wenn ja, erhältst du deinen Personal Reference Code. Als zweites erstellst du mit dem Personal Reference Code ein Konto bei der kanadischen Einwanderungsbehörde. Hier musst du alle Daten vollständig ausfüllen und nach dem Absenden bist du im IEC-Pool. IEC steht übrigens für International Experience Canada. Die IEC Application Number erhältst du dann per E-Mail und musst du dir für später notieren. Als drittes wartest du auf deine Einladung. Logge dich hierfür immer wieder in deinem MyCIC-Account ein. Hier findest du deine Bewerbung und dann auch deine Einladung. Als Hinweis: Die Auswahl erfolgt per Zufallsprinzip. Erhältst du deine Einladung, hast du 10 Tage Zeit, um diese anzunehmen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich regelmäßig einloggst. Als viertes musst du dann den Antrag vollständig einreichen. Dafür hast du 20 Tage Zeit. Du musst zum Beispiel Fragen zur Reise, zur Arbeit und zur Gesundheit beantworten und folgende Dokumente hochladen: Einen Scan deines Reisepasses, einen Lebenslauf in Englisch, den du am besten vorher schon angefertigt hast, ein Passfoto, ein polizeiliches Führungszeugnis, eventuell ein Gesundheitszeugnis und am Ende musst du noch die Gebühr von ca. 260 Kanada-Dollar bezahlen. Hast du alle Dokumente hochgeladen, hast du es dann auch schon fast geschafft. Als fünftes musst du dann auch deine biometrischen Daten angeben. Auch hierfür bekommst du eine Aufforderung. Mit dieser Aufforderung kannst du dann einen Termin bei einem Visa Application Center beantragen. Ein solches gibt es zum Beispiel in München, Düsseldorf oder Berlin. Die Gebühr hierfür beträgt 85 kanadische Dollar. Als sechstes wartest du dann einfach nur noch auf die Entscheidung. Die Bearbeitung dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen. Du erhältst dann den Port of Entry, den Letter of Introduction. Dieses Dokument musst du dann ausdrucken und wenn du nach Kanada reist, mitnehmen. Das ist sozusagen dein Einreisedokument. Als wir dann nach Kanada eingereist sind, waren wir total aufgeregt, weil wir das offizielle Visum noch gar nicht in der Hand hatten. Aber das war halb so wild. Nach der Passkontrolle wurden wir dann einfach zur Visumstelle weitergeleitet und dort mussten wir dann einfach unseren Port of Entry vorlegen, unseren gültigen Reisepass und die Krankenversicherung für den gesamten
für den gesamten Aufenthalt. Nach einem Nachweis über 2.500 kanadische Dollar oder einem Rückflugticket wurden wir nicht gefragt. Aber dafür mussten wir unser polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dort haben wir dann unsere Arbeitserlaubnis erhalten, das Working Holiday Visum. Für die erste Woche in Kanada würden wir euch empfehlen, sucht euch ein Hostel in einer Großstadt, um die bürokratischen Dinge zu regeln. Ihr braucht zum Beispiel eine SIM-Karte, die Social Insurance Number, die könnt ihr ganz einfach online beantragen. Den Link findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Und ihr müsst euch einen Bankaccount zulegen. Dafür könnt ihr ganz einfach die Adresse vom Hostel verwenden. Wenn ihr ein Auto kaufen möchtet, findet ihr das am besten auf Facebook Marketplace. Der deutsche Führerschein ist übrigens 3 Monate in Kanada gültig. Ihr braucht also nicht dringend einen kanadischen Führerschein. Den könnt ihr aber trotzdem ganz einfach beantragen. Ihr braucht einfach nur euren Reisepass, euren deutschen Führerschein, am besten 2 Jahre Fahrerfahrung und müsst dann noch eine Gebühr von 30 Kanada-Dollar bezahlen und könnt somit euren deutschen Führerschein zu einem kanadischen Führerschein umtauschen. Wer keine 2 Jahre Fahrerfahrung hat, kann sich mit einem internationalen Führerschein Abhilfe schaffen. Diesen muss man natürlich aus Deutschland aus beantragen. Außerdem empfiehlt es sich, für ca. 3 Wochen Wufen zu gehen oder Workaway zu nutzen. Hierbei arbeitet man ca. 4 Stunden am Tag, bekommt dafür aber Kost und Logis. Das heißt, man hat super wenig Kosten in diesem Zeitraum, hat dann aber auch noch Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel einen Job oder immer noch nach einem Auto zu suchen. Auch Jobs findet man übrigens am einfachsten auf Facebook. Hierfür sind wir einfach in verschiedenste Backpacker- oder Kanada-Gruppen gegangen und haben nach Jobs gesucht. Und wir sind fündig geworden. Wer Lust auf eine Skisaison hat in Kanada, sollte sich eventuell auch schon im Sommer in Skiresorts bewerben. Denn die Winter sind sehr beliebt und dann ist es auch wirklich schwierig reinzukommen. So haben wir es gemacht. Wir arbeiten bereits jetzt schon im Sommer im Skiresort und bleiben noch den Winter. Genau, das heißt, wir haben unseren Job für den Winter schon sicher. Und unsere Erfahrung war, dass je kurzfristiger man sich bewirbt, desto besser. Und auch je mehr Bewerbungen man rausschickt, desto mehr Rückmeldungen bekommt man. Denn auf die meisten Bewerbungen bekommt man leider keine Antwort. So ist es. Als Fazit können wir euch nur raten, fangt rechtzeitig an, euch um alle Dokumente zu kümmern und euch für das Visum zu bewerben. Bei uns hat das Ganze ungefähr ein halbes Jahr gedauert, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir zu der Zeit in Neuseeland waren. Genau, zum Beispiel allein die Beantragung des polizeilichen Führungszeugnisses hat, ich glaube, 1,5 Monate gedauert, denn wir mussten ernsthaft das Führungszeugnis über den Postweg beantragen. Dazu mussten wir online einen Fragebogen runterladen, nach Deutschland schicken und dann haben wir es wirklich per Post zurückgeschickt bekommen, das polizeiliche Führungszeugnis. Das war echt ein Witz. Wir mussten auch dann noch zusätzlich ein neuseeländisches Führungszeugnis nachweisen, weil wir 1 Jahr lang in Neuseeland gelebt haben. Hierfür konnten wir einfach online das beantragen und es hat wirklich einen Tag gedauert, bis wir das dann per E-Mail zurückbekommen haben und es war umsonst. Ja. In der Videobeschreibung findest du dann noch eine Checkliste mit allen wichtigen Dokumenten und Dingen, die du für das Visum brauchst. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen. Sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Tschüss.